Hallo zusammen, liebe Drummerfreunde und Freundinnen. Ihr kennt das sicher alle, ihr versucht einen Groove zu spielen. Es ist auf dem Blatt irgendwie notiert, dass kein Mensch daraus kommt. Es sieht viel komplizierter aus, als es schlussendlich eigentlich ist. Und in der Zeit, wo man einem Schüler die Notation erklärt, hat man ihm schon 100-mal selber viel übersichtlicher aufschreiben können. Das ist genau der Grund, warum ich ein eigenes Buch geschrieben habe. Das heisst The Great Green Groove Workbook for Drumset. Das ist ein Zungenbrecher. Und das möchte ich euch jetzt vorstellen. Los geht's. Das Buch ist ein Unterrichtslehrmittel, das ich gemacht habe für meine Schüler und mich als Lehrer. Also es ist gemacht für den Unterricht mit einem Lehrer, begleiteten Unterricht. So, wie gesagt, ich habe sehr viel Wert darauf gelegt, dass die grafische Notation gut aussieht, ausgeglichen ist, schnell erfassbar. Und darum habe ich von Anfang an die sogenannten Drum Machines, wo wirklich mathematische Sechzehntel, Viertel oder Achtelfiguren sind, wo man genau sieht, wo kommt Bassdrum. So wie eben eine Drum Machine in einer App oder so aussieht und man kann einen Groove eintippen, dass man es genau ein Viertel, Achtel oder Sechzehntel Raster hat und den Groove so eigentlich kann erfassen kann. Immer die linke Seite ist ein komplett leeres Blatt zum Notieren von Fills, Grooves, Ergänzungen oder Transkribieren von einem Song, den man rauslässt. Und so weiter. Und es hat immer auch ein so Raster, je nach Thema, ein 16er-Raster, ein Trioler-Raster, einfach fürs Verständnis vom Schüler, je nachdem braucht man das oder man kann irgendeine Übung oder so etwas damit machen. Zu der Notation nochmal, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Groove zu notieren, entweder alles in einem System inne oder eben, dass man das System aufteilt, Füße und Hände oder Bassdrum Snare über ein gerades Hi-Hat. Je nachdem, was einfacher lesbar und erfassbar ist. Ich habe je nach Thema alles ein bisschen angewendet, weil schlussendlich muss der Schüler auch alles ein bisschen kennen, weil er wird schlussendlich alles antreffen in der Wildnis. Basics, alles bis zu Achtel, Viertel, Sechzehntel, Grooves, Fills, Double Strokes, ja, dass der Schüler mal einigermaßen frei kann spielen, improvisieren, Fills spielen und die technischen Basics so ein bisschen drin hat. Stage 1. Stage 2 ist ein bisschen mehr advanced. Paradiddles, Akzente auf der Snare mit Grooves, Ghost Notes, Linear Grooves. Okay, Stage 2. Genau so, alles aufgeschrieben da, genau. Und Stage 3, das heisst Pro, das geht dann in Richtung World Music, Jazz, Latin-Rhythmen, ungerade Rhythmen, alles Mögliche, was man sonst noch wissen. Stage Number 3! Ohne Fehler. Steht genau so da. Dann haben wir das ganze Kapitel Warm-Ups. Und zwar von ganz einfachen Singles, Doubles-Übungen, über Wirbelübungen, Paradiddle-Übungen. Dann ein paar Independence, Unabhängigkeits-, Koordinationsübungen mit verschiedenen Patterns, die man gegeneinander laufen lässt. Double Stroke, Double Bass. Und am Schluss, das letzte Kapitel, sind eigentlich Songs. 9 verschiedene Songs in 9 verschiedenen Styles. Zuerst Grundsätze, Basics vom Blattlesen, wenn man alle die verschiedenen Zeichen mal kennenlernt, die verschiedenen Codas, Umleitungen und so weiter. Und das ist dann Stück für Stück von ganz einfachen Songs bis zu komplexeren, aufgebaut in verschiedenen Stilen. Und zu diesen Songs gibt es jeweils Play-Alongs dazu, die ich selber gemacht habe, die man auf meiner Webseite herunterladen kann und dazu spielen. Ganz am Schluss gibt es noch ein paar Zuckerli, da hat es ein paar geheime Fills von mir noch drin, plus ein paar Bassentechniken, die ich viel brauche.
So, das wär's gewesen. Das ist mein Buch. Danke für die Aufmerksamkeit. Wenn es der eine oder andere von euch interessiert, schreibt mir doch ein Mail auf luc.gasser@gmail.com. Oder wenn jemand sogar das Buch schon vorbestellen will, es kommt bald raus, damit ich auch so ein bisschen weiss, wie gross das Interesse ist und wie gross die Nachfrage danach ist. Und dann werdet ihr natürlich auf dem Laufenden gehalten, wenn es soweit ist und rauskommt. News gibt es auch immer auf meiner Homepage lucasgasser.com. Ich würde mich sehr freuen über Feedbacks und Rückmeldungen. Und jetzt gebe ich noch am besten ein paar Beispiele aus dem Buch.